Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir Spinat-Hüttenkäsenpasta. Und dafür brauchen wir folgende Zutaten. Es ist unglaublich einfach. Wir brauchen Knoblauch, Tomaten, Nudeln. Hier könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Bisschen Salz, Pfeffer, Spinat. Hier habe ich Spinat mit dem Blub genommen. Das kann auch noch eingefroren sein, ist gar kein Problem. Wenn ihr etwas gesünder haben wollt, den Nublat-Spinat oder wenn es frischen wieder gibt, momentan kriege ich leider keinen frischen, könnt ihr es auch selber anrühren mit ein bisschen Sahne. Dann habe ich hier in dem Fall Hüttenkäse. Ihr könnt aber auch Feta nehmen, das könnt ihr euch selber aussuchen. Macht keinen großen Unterschied im Geschmack. Ich finde es mit Hüttenkäse ganz geil. Und etwas Öl habe ich hier, mein eigenes Olivenöl. So, jetzt starten wir auch schon gleich. Das erste, was wir machen uns hier ein bisschen Platz. Und wir brauchen erstmal hier einen Bräter. In den Bräter werden wir jetzt die Tomaten reinmachen und werden die hier einfach so schnell mal halbieren. So, wenn das erledigt ist, nehmen wir uns hier den Hüttenkäse und schneiden den einmal in so kleine Würfel. Wir können zwar auch als Block reinmachen. Aus Erfahrung ist es aber am Ende ein bisschen einfacher, alles zu verrühren, wenn wir diese kleinen Würfel haben. Ist aber nur, also ist nicht weltbewegend. Könnt ihr machen, wie ihr lustig seid. Auch nur ganz grob. So, als nächstes nehmen wir den Spinat und den kippen wir einfach nur rein. Mehr müssen wir da gar nicht machen. Und als nächstes, wenn der Spinat drin ist, haben wir unser Knoblauch. Wir nehmen uns hier so eine Knoblauchpresse und pressen den Knoblauch einmal vollständig herein. Das Geile hier dran ist, wenn das fertig ist, ist das Essen auch so gut wie fertig. Es ist kaum Arbeit. Alles einmal rein. Und es gibt so viele Varianten. Wenn ihr wollt, guckt euch mal das andere Video an. Ich habe schon mal so was Ähnliches gemacht. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Und habt ihr gleich ein zweites Rezept, was ihr damit machen könnt. So, der Knoblauch ist auch drin. Als nächstes ziehe ich mir schon mal die Handschuhe an. Beziehungsweise einen Handschuh. Weil ich werde das gleich alles mit den Händen verrühren. Wenn ihr wollt, könnt ihr dafür einfach einen Löffel nehmen. Ich finde es aber besser mit den Händen. So, das Ganze muss noch gewürzt werden. Das heißt, wir geben hier Pfeffer rein. Und etwas Salz. Und zum Schluss noch etwas Olivenöl. Hier könnt ihr einen guten Schuss reingeben. Dann gucken wir jetzt mal. Und jetzt mischen wir das einfach alles durch, dass überall das Olivenöl dran kommt, überall ein bisschen Salz, überall ein bisschen Knoblauch und auch was Pfeffer. Und dann sind wir damit hier eigentlich schon fast fertig. Und es sollte jetzt wirklich überall Salz, Pfeffer, Knoblauchöl dran sein. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Das Ganze kommt jetzt für 20 Minuten. Der Käse soll dabei schön weich werden. Bei 200 Grad Umluft in den Ofen. Und in der Zeit mache ich die Nudeln fertig. Das filme ich aber nicht. Hier einfach ein bisschen Wasser kochen lassen. Salz rein, Nudeln rein. Nach Packungsanweisung gucken, bei mir sind es im Schnitt immer 12 Minuten, dass sie al dente sind. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, es ist soweit. Die 20 Minuten sind um. Ich zeige euch das mal von der Nähe. Und so sieht das Ganze aus. Ein paar Röstaromen. Es riecht unglaublich lecker. Also wirklich, ihr habt das schon mal ausprobiert, das Rezept. Es ist so geil. So, als nächstes matschen wir jetzt einfach hier nur alles zusammen. Und verrühren das einmal, dass es richtig cremig ist. Nebenbei, Nudeln sind auch perfekt fertig geworden. Ich lasse einfach am Anfang, das Wasser braucht so ungefähr so 10 Minuten, bis es richtig blubbert. Ja, so 8 bis 10 Minuten. Das passt nämlich perfekt. Dann kommen die Nudeln 12 Minuten rein und dann ist beides gleichzeitig draußen. So, und ihr seht schon hier, wie cremig es wird durch den Käse. Es ist wirklich unglaublich geil. So, wenn alles hier ein bisschen verrührt ist und gleich die Nudeln. Die Tomaten sind halt auch schön weich geworden, haben ihr Wasser verloren, haben halt auch so ein bisschen Röstaromen. Das ist mega. So, wenn alles verrührt ist, sollte das ungefähr so aussehen.
Das ist unsere Soße. Ich habe sie gerade auch abgeschmeckt. Perfekt. Also ihr könnt jetzt theoretisch nochmal salzen. Schmeckt jetzt nochmal ab, wenn irgendwas bei euch fehlt. Aber ich finde sie perfekt. Und jetzt geben wir vollständig die Nudeln hinzu. So. Dann nehmen wir uns 2 Löffel. Und dann rühren wir das jetzt einfach hier alles einmal kräftig zusammen. Boah, wie das duftet. Ich freue mich so sehr darauf. Und vor allen Dingen, wenn das durchgezogen ist, das schmeckt morgen nochmal so geil. Deswegen, ich würde das jetzt auch gleich nicht sofort servieren. Ich lasse es ungefähr nochmal 10 Minuten stehen. Weil dann das Wasser jetzt nochmal, was bei den Nudeln ein bisschen dabei war, war wirklich sehr wenig, habt ihr glaube ich gesehen. Das zieht dann nochmal ein. Die gesamten Nudeln nehmen hier auch nochmal die Soße auf. Und ich würde sagen, in 10 Minuten mache ich uns einen geilen Teller. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Nochmal hier für euch von der Nähe. Mega. So geil. Also es reicht ungefähr für 4 Personen. Wie gesagt, 10 Minuten jetzt nochmal stehen lassen ungefähr. 5 bis 10, dass es nicht ganz kalt wird. Aber es saugt sich jetzt nochmal richtig kräftig die Nudel voll. Und danach ist perfekt. Also bis gleich. So meine Lieben, ich habe das Ganze jetzt nochmal 5 Minuten stehen lassen. Ihr müsst gucken, wie viel Flüssigkeit drin ist. Und ich finde es so jetzt perfekt. Es riecht und schmeckt unglaublich gut. Also das muss ich sagen, wäre mit einer meiner Lieblingspasta. Guckt euch das mal an. Hört ihr das? Wie cremig das ist. Und es schmeckt einfach. Nehmen wir uns hier so 2 Nudeln. Bisschen was von der Soße drauf. Es ist so gut. So gut ist es. Schaut euch das an. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde jetzt schön meinen Teller hier aufessen. Schreibt mir noch in den Kommentaren, wie es euch geschmeckt hat. Und was wir vielleicht nächstes machen wollen. Oder was ihr euch auch vielleicht wünscht. Irgendwelche Rezepte, dass wir mal testen sollen. Wo wir uns dran wagen sollen. Oder auch Rezepte, vielleicht was ihr gerne isst. Was völlig unbekannt ist. Und sonst würde ich sagen, lasst ein Abo da. Lasst ein Like nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, guten Hunger. Ciao, ciao.